Willkommen zu unserem Freitagskaffee. Habe mich die ganze Woche gefreut, wieder ein Käffchen zu trinken mit dir. Heute kommen wir zu einem Thema 6 Schritte zur Multiplikation. Ich richte mich mit meinen Gedanken vor allem an Mitarbeitende und Menschen, die in Verantwortung stehen, die sich Gedanken machen, wie sie ihre eigene Aufgabe multiplizieren können, wie sie Menschen finden können, die Verantwortung übernehmen. Wir haben in der Vineyard-Bewegung diese 6 Punkte entwickelt mit dem Gedanken impart, ja, etwas weitergeben, Neudeutsch, impart. Das I steht für Identität schaffen. Wenn ein Mensch andere Menschen oder in andere Menschen hinein multiplizieren möchte, muss er zuerst über eine eigene persönliche Identität verfügen. Er muss wissen, was er glaubt. Seine Überzeugungen, in Klammern Werte, müssen sichtbar sein und besonders ihm selbst bewusst sein. Er muss verinnerlicht haben, wie er leben möchte. Das schafft in ihm Identität. Menschen können Menschen nachfolgen, die eine Identität haben. Wenn jemand keine Identität gefunden hat, dann ist er nicht greifbar, dann ist er nicht verständlich, dann kann man nicht sehen, wohin ein solcher Mensch gehen möchte. Zweitens, das M ist Modell sein. Die Kernfrage aus Leitungsperson, Hauskreis, Kleingruppe, Gemeindegründung, Vineyard oder was auch immer, ist, lebst du modellhaft die Dinge, an die du glaubst, aus? Bist du ein Vorbild? Und damit meine ich nicht ein perfekter Mensch. Damit meine ich nicht, dass du quasi mit heiligem Schein umherziehst, sondern ich meine damit, sieht man in deinem Alltagsleben, in deinen Begegnungen, in deinen Entscheidungen, welche Überzeugungen du hast und sagen andere Menschen, der lebt das oder die lebt das. Impart, I-M-P, heißt Prinzipien lehren, Grundlagen vermitteln. Um zu multiplizieren, muss man Dinge in einfache Worte bringen können, erklären. Weshalb leben wir wie? Wie kann das gemacht werden? Wenn es nicht lebensnah ist, nur theoretisch, wird das ungemein schwierig. Zum Beispiel, ich habe eine ganz starke Identität der Einheit des Volkes Gottes. Ich schätze jeden Katholiken, jeden Evangelischen, Menschen aus Freikirchen genauso. Diese Überzeugung hat bei mir bewirkt, dass ich mit großer Wertschätzung mit Menschen aus anderen Glaubensrichtungen umgehen kann, bis hin zu Menschen, die Muslims, Juden oder sonst was glauben. Zuerst Wertschätzung, Würde geben, respektive Würde nicht nehmen, Anerkennung schenken. Beim P, Prinzipien lehren, erklären, weshalb ist Jesus wichtig, wie wir mit Menschen umgehen. Das soll in Verbindung sein mit dem Alltag, den wir leben. Impart, A, Aufgaben schaffen. Menschen können nie damit beginnen, ihre Überzeugungen zu entwickeln, wenn sie keine Aufgaben bekommen. Und ich denke, das ist eine meiner Stärken, ist es, den Menschen viel zuzutrauen, manchmal beinahe zu viel zuzutrauen. Aber wenn wir keinen Blick bekommen dafür, dass Menschen wertvoll sind, dass sie etwas zu geben haben und wir ihnen keine Situation schaffen oder Aufgaben geben, können sie nie wachsen. Impart, das 5. Das R, Rückmeldung geben. Wir fördern und ermutigen Menschen, wenn wir regelmäßig Rückmeldung geben, die sie stärkt, ausrichtet, aber auch herausfordert.
Und ich merke, es gibt Menschen, die wollen gar keine Rückmeldung. Da kannst du nicht viel machen. Aber Menschen, die Rückmeldung wünschen und die darauf eingehen, gehören zu denen, die am besten Multiplikation erleben an sich und auch weitergeben können. Ja, und das T, Impart, Transfer von Vollmacht, Bevollmächtigung, Entscheidungsbefugnis, den Menschen etwas zutrauen, nicht immer kontrollieren, sondern vertrauen und begleiten. Das ist der Schlüssel dazu und ist immer verbunden damit, dass wir alles vom Heiligen Geist erwarten, der, so wie er uns führt, auch andere Menschen führt. Ich wünsche dir eine super Zeit mit Impart. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wende dich doch an Vineyard Services bei Job Tut, der kann dir Unterlagen darüber zukommen lassen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine ganz starke Woche.